die Befreiung von all dem Übel, das der Krieg hinterlassen hatte und zum Wohle seines Landes, die Friedrich im Sinn hatte, wie auch nötiges bares Geldmittel für den Fall eines neuen Krieges stets vorrätig zu haben, wünschte Friedrich dringend, die Einkünfte auf 2 Millionen Taler zu erhöhen. Die Ministerräte sprachen sich dagegen aus, da das Land zu erschöpft sei, um mit den erhöhten Abgaben belastet zu werden. So entschloss er sich zur Einführung von Zöllen. In Frankreich hatte man damals die Zollkünste zu einer hohen Vollendung gebracht. Unter den Missgriffen, an denen Friedrichs Regierung nicht gerade unbeteiligt war, war die Einführung der französischen Kaffeeriecher und die bedingte Steuersystemänderung. Der stark zunehmende Kaffeekonsum widersprach der preußischen Wirtschaftspolitik, die darauf aus war, möglichst wenig Konsumgüter zu importieren und so das Geld im eigenen Lande zu halten. Kaffee aber war eine teure Importware, die wertvolle Devisen außer Landes brachte. Außerdem hatte Preußen gerade den 7-jährigen Krieg hinter sich. 1766 untersagte Friedrich die freie Kaffeeeinfuhr sowie den freien Handel. Mit Kaffeebohnen handeln durfte in Preußen nur noch der Staat selbst. Kaffee wurde nachträglich in die Luxuskategorie eingeordnet und mit horrenden Steuern belegt. Statt Kaffee sollte das Volk lieber wieder Biersuppe zu sich nehmen und so die angegriffene einheimische Brauwirtschaft fördern. Doch das Volk zeigte sich wenig einsichtig. Seine Antwort auf diese Maßnahmen war ein sprunghaft ansteigender Kaffeeschmuggel nach Berlin und Preußen. Gegen die List der Schmuggler schien man machtlos. Sie verstecken die Bohnen teils in Sandfuhren, Kohlensäcken, Strohschiffen und Biertonnen. Teils wurden sie den Weibern unter die Röcke drapiert, teils gar in Särgen unter den Leichen gebettet. Da dem Schmuggel nur schwerlich Einhalt zu gebieten war und auch die Steuerung des Kaffeekonsums durch Luxusbesteuerung sich als wenig effektiv erwies, griff Friedrich zu einer weiteren Maßnahme. Am 21. Januar 1781 hatte der Staat neben der Einfuhr und dem Handel auch das Kaffeerösten unter seine Fittiche genommen. Das private Brennen war bei strenger Strafe verboten. Geröstet wurde ausschließlich in der staatlichen Rösterei in Berlin. Nur die königlichen Zolllager und wenige Lebensmittelhändler durften den gerösteten Kaffee verkaufen. Zu hohen Preisen, versteht sich. Zur Kontrolle des Röstverbotes wurden in ganz Preußen 400 dienstentlassene französische Soldaten eingestellt, die sogenannten Kaffeeriecher. Ihre Gehälter waren hoch, aufbessern konnten sie diese noch durch anteilige Prämien des erschnüffelten Kaffees. Der Willkür waren Tür und Tor geöffnet. Sie drangen in Häuser ein, um heimlich gebrannten Kaffee zu erschnüffeln und auch gleich die entsprechenden Strafen zu verhängen. Eine Berliner Bürgersfrau erzählt über ihre Begegnung mit den Kaffeeriechern. Man stelle sich die Aufregung vor, als ich mit meinen Freundinnen bei Tische saß. Die Tür aufgerissen wurde, 3 uniformierte Männer in die Stube stürmten, unsere Tassen inspizierten und die Küche auf den Kopf stellten. Zu meinem Glück wurde an diesem Nachmittag nur Tee serviert. Die Kaffeeriecher waren die meistgehassten Franzosen im Land. Erst nach dem Tod Friedrichs schaffte sein Nachfolger die Kaffeeriecher und auch das staatliche Kaffeemonopol ab. Es hatte sich die Einsicht durchgesetzt, dass auch noch so hohe Steuern nicht den Schaden ausgleichen konnten, den der Kaffeeschmuggel für die Staatskasse bedeutete. Das Arbeits- und Schlafzimmer war das Herz der Lebenswelt Friedrichs. Hier arbeitete und schlief der König, umgeben von seinen Hunden. Friedrich schlief in einem einfachen, eisernen Feldbett, das für gewöhnlich außerhalb des Alkovens hinter einem Bettschirm in der Nähe des Kamins stand. Bereits um 4 Uhr morgens stand der König auf, um sich den Regierungsgeschäften zu widmen. Seine Zeit teilte er gewissenhaft ein.
Auf seinem Schreibtisch lag ein Kalender, in dem alle seine anstehenden Termine verzeichnet waren. Die Tageseinteilung war immer dieselbe. Der Vormittag war dem Staatsdienst gewidmet, während der größte Teil des Nachmittags und der Abend dem Genusse, der Kunst und der Wissenschaft diente. Gewisse Arbeiten am Vormittag unterbrach er durch gewisse Pausen mit Flötenspiel. Er ging dann meist improvisierend und fantasierend im Raum umher. Zu einem Freund äußerte er, dass er dabei oft allerlei Sachen überlege und nicht daran dachte, was er im Moment spielte. Auch das Jahr hatte eine bestimmte Einteilung. Die Hauptabschnitte waren dabei die Reisen in verschiedene Provinzen und Truppenbesichtigungen. Das Schlaf- und Arbeitszimmer ist der einzige Raum des Schlosses, dessen ursprüngliche Gestaltung und Ausstattung nicht mehr erhalten ist. Friedrichs Neffe und Nachfolger Friedrich Wilhelm II. Ließ den Raum kurz nach dem Tod des Königs im Stil des frühen Klassizismus umgestalten. Zu Friedrichs großer Popularität trug nicht wenig sein Hang zur Wohltätigkeit bei. Er, der Freimaurer und skeptische Freigeist, lebte christliche Nächstenliebe und praktisches Christentum. So wurde er nie müde, auf Spazierritten mit den Leuten zu reden und ihre Klagen anzuhören und sogenannten Bittstellern die Schriftstücke selber abzunehmen und auch daheim nicht zu vergessen. Die Dankbarkeit und das Vertrauen, das man ihm entgegenbrachte, war groß. Am Stadtschloss in Potsdam stand in der Nähe des Flusses eine Linde. Dort fanden sich jeden Vormittag Bittsteller ein, um den König, der eigens dazu zur bekannten Stunde aus dem Schloss kam, ihre Gesuche persönlich zu überreichen. Abgesondert von den anderen Schlossräumen liegt die Bibliothek. Sie ermöglichte den König, sich zurückzuziehen und in Ruhe zu lesen. Nur der König und sein Kammerdiener hatten hier Zutritt. Die Vertäfelung mit warmem Zedernholz und der kreisrunde Grundriss geben dem Raum eine konzentrierte Stimmung. Selbst die Tür wird, sobald man sie schließt, zum Teil der umlaufenden Bücherschrankwand. Ein Kamin sorgte einst für die nötige Wärme und die Bücher stehen so, dass der im Alter 1,58 Meter große König sie bequem erreichen konnte. Friedrich II. War ein begeisterter Büchernarr. Schon als Jugendlicher legte er eine Sammlung an. Als sein Vater diese entdeckte, verkaufte er die Bücher, um ihn zu bestrafen. Denn seine Erziehung war nicht auf Schöngeistigkeit, sondern auf die militärischen Tugenden ausgerichtet. Auf Französisch las Friedrich die Bücher von Autoren des 17. und 18. Jahrhunderts, allen voran Voltaire. Daneben las der König auf Französisch auch die Texte der alten Römer und Griechen, wie zum Beispiel Ovid. Mit deutscher Literatur konnte er allerdings nichts anfangen. Die Bücher in Sanssouci, mehr als 2000 an der Zahl, sind in rotes Ziegenleder gebunden. In dem Buchdeckel ist ein goldenes V, La Vigne, Weinberg, eingeprägt. Friedrich hatte bereits das 7. Jahrzehnt seines Lebens überschritten. Im Sommer 1786 hatte sich die Wassersucht vollständig ausgebildet. Liegen konnte der König gar nicht mehr. Tag und Nacht musste er sitzend zubringen. Dennoch zeigte er Heiterkeit und Zufriedenheit. Er ließ kein Zeichen von Schmerz anklingen, keine Klagen kamen über seine Lippen. In warmen Nachmittagsstunden ließ er sich in seinen letzten Tagen gern in die Sonne hinaustragen. Gegen Mitte August bemerkte man eine Wendung der Krankheit. Ein trockener Husten beklemmte ihn und raubte ihm die Luft. Ein anwesender Diener fasste ihn unter den Arm und hielt ihn aufrecht, um das Atmen zu erleichtern.
Einige Stunden nach Mitternacht starb Friedrich in des Lakaien Armen. Außer diesem waren nur der Arzt und 2 Kammerdiener die Zeugen seines Todes. Es war der 17. August 1786. Nun möchte ich mich ganz herzlich von euch verabschieden. Ihr habt die ein oder andere Anekdote aus dem Leben von Friedrich dem Großen erfahren, habt die wunderschönen Räumlichkeiten gesehen. Hat euch das Video gefallen, dann würde ich mich wieder sehr über einen Daumen hoch freuen. Und wollt ihr nie wieder ein wunderschönes Schlösser- und Burgenvideo verpassen, dann abonniert am besten gleich den Kanal. Ich sag dann schon einmal Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!